Hallo meine lieben Leute, heute ist es soweit mit dem zweiten Vlog. Diesmal ist alles aber wieder auf Deutsch, also alles ganz gewohnt wie immer. Weil ich ja schon so regelmäßig Vlogs gemacht habe. Ich habe gerade Woche 5 hinter mir, was jetzt nicht viel ist im Gesamten gesehen, aber ich habe mich so langsam eingelebt, denke ich. Da im letzten Video Sprachen angesprochen worden sind, werde ich auch in diesem Vlog über eine Sprache sprechen, und zwar über Isländisch. Ich habe die Frage jetzt schon etwas öfter gehört, nicht nur aus Deutschland, sondern auch hier von Isländern. Wie kommt man damit zurecht, wenn man die Sprache nicht richtig kann und man mit Kindern arbeiten soll? Um es gleich vorneweg zu sagen, mit Kindern läuft das Ganze viel einfacher als mit jedem anderen Erwachsenen. Ich bin hierher gekommen mit ein bisschen Wissen über ein paar Worte. Ich konnte Ja und Nein sagen, ich konnte sagen Nein, ich bin gerade am Kochen oder sowas. Einfach um eine Begründung für ein Nein zu haben, aber mehr konnte ich jetzt auch nicht. Das war alles. Das meiste Isländisch habe ich beim Spielen mit den Kindern eigentlich gelernt. Es ist natürlich schwierig, wenn man Nein sagt und das Kind dich fragt, warum, und du nicht wirklich antworten kannst. Was mir in den skandinavischen Ländern so aufgefallen ist, ist, dass es nicht wirklich ein klares Nein gibt. Es gibt viel Diskussion, warum man das nicht machen soll, aber in den wenigsten Fällen gibt es mal ein Nein. Das ist natürlich schwierig für jemanden, der gerade anfängt, die Sprache zu lernen und ein Kind dich fragt, warum Nein, und du da ein bisschen ratlos stehst. Du könntest viele Sachen auf Englisch sagen, aber halt nicht auf Isländisch in meinem Fall. Und das ist vielleicht der einzige Schwierigkeitsgrad. Der Rest kommt von allein. Kinder haben selbst noch einen begrenzten Wortschatz, zumindest meine hier, die ja noch nicht hoch angesehenes Professoren Isländisch sprechen. Und wie wir uns verständigen, mittlerweile auf Isländisch, aber ganz am Anfang mit Händen und Füßen und Geräuschen. Vor allen Dingen mit dem Kleinen natürlich, aber auch mit der Mittleren lief es tatsächlich über Geräusche. Wenn ich das Wort nicht wusste, zum Beispiel wie ein Tier heißt, dann habe ich das Geräusch von dem Tier gemacht. Und sie wusste, was ich meinte. Und sobald ich das gemacht habe, habe ich natürlich auch das isländische Wort dafür gelernt, weil ich gefragt habe, wie nennt man das Ganze auf Isländisch? Was heißt das auf Isländisch? Und so habe ich meine Vokabeln gelernt in den ersten Wochen. Natürlich auch durch die Sprachschule, aber mehr eigentlich durch die alltägliche Benutzung. Natürlich kann ich jetzt behaupten, mit den Kindern, das klappt super. Ich habe eine Basis an Worten, die ich benutze. Das wäre eine Lüge, wenn ich das sage. Ich stoße jeden Tag an sprachliche Barrieren, sprachliche Grenzen von meinem Wortschatz und versuche das natürlich immer aufzufüllen. Aber gut, ich denke, das ist eine Erfahrung, die hat jeder, der in einem anderen Land ist, oder auch gerade, das ist eine Erfahrung, die jedes Au-pair hat, das in einem Land ist, wo nicht Englisch die Muttersprache von den Kindern ist. Das macht irgendwie auch den Reiz aus, dass man sich nicht sofort ausdrücken kann, aber ich versuche es mit Händen und Füßen, mit Worten, manchmal auch mit Deutsch, weil viele Worte ähnlich sind, und dann lerne ich dazu, dadurch, dass die Kinder mir sagen, nein, das ist nicht so auf Isländisch. Und ich kann es mir viel besser merken, weil ich weiß, was ich für ein Gehampel vorher gemacht habe. Eine andere Sache, die ich auch öfter gehört habe, war, ob die Kinder das ausnutzen, dass ich nicht so gut Isländisch sprechen kann. Ob die mich irgendwie veräppeln, ärgern oder dass ich es merke. Da kann ich nur eins zu sagen, dazu sind sie noch ein bisschen zu jung. Außer der Älteste, er versucht es manchmal. Der weiß, dass sie nicht so gut Isländisch sprechen kann. Das wissen die anderen beiden auch, aber der Älteste hat so ein bisschen schon den Grips und den Schalk im Nacken, dass er manchmal Sachen sagt, wo er weiß, dass ich sie nicht verstehe. Aber das sind jetzt nicht irgendwelche tiefgründigen Beleidigungen oder irgendwelche makabren Witze. Ich merke es immer nur daran, dass meine Gasteltern dann sagen, Mensch, warum sagst du das? Ich denke, es ist eine andere Sache, wenn man mit älteren Kindern zusammenarbeitet. Vielleicht welche, die auf das Teenie-Alter zugehen, die werden es vielleicht eher ausnutzen oder es zumindest probieren.
Aber da kann ich jetzt nichts zu sagen, wenn ich die Erfahrung nicht mache momentan. Also im Großen und Ganzen kann man sagen, die Kommunikation klappt gut. Ich habe meine Basis, die Kids wissen, dass ich nicht alles sagen kann. Was auch ganz lustig ist, weil die Mittlere, das Mädchen, die jetzt 4 ist, versucht immer so ein bisschen mir Sachen beizubringen und fühlt sich natürlich ganz toll, dass sie mir Isländisch beibringen kann. Und wenn sie merkt, dass ich das nicht verstehe, was sie sagt, dann fängt sie immer an, so eine Fantasiesprache zu entwickeln und versucht es mir darzustellen. Ungefähr so. Und ja, ich habe schon herzhaft darüber gelacht mit meinen Gasteltern, weil ich fühle mich immer wie so ein kleiner Idiot, wenn sie damit anfängt. Ich weiß, als ich noch sehr klein war und ich mal jemanden gesehen habe, der nicht so gut Deutsch sprechen konnte, dass ich sofort instinktiv gedacht habe, naja, der ist vielleicht nicht so schlau. Bei Kindern ist, denke ich mal, das Bewusstsein noch nicht so da, dass es auch andere Sprachen auf der Welt gibt. Ich weiß, dass meine das wissen, aber es gibt einen Unterschied zwischen Wissen und Realisieren. Und ich glaube, meine kleine Lehrerin hier im Hause denkt manchmal, dass ich, naja, nicht so intelligent bin. Aber das ist völlig okay. Ich finde es immer super lustig, wenn sie damit anfängt und sage ihr dann auch, sie soll ruhig Isländisch mit mir reden. Das verstehe ich dann doch besser. Ja, ich hoffe, euch hat dieser Eindruck so ein bisschen gereicht, was die Sprache anbelangt. Und ansonsten beschäftige ich mich viel mit Spazierengehen, Geburtstagsfeiern planen, Kaffee trinken, einkaufen, lernen, malen. Ich habe mir neue Malsachen geholt, fotografieren und Videos zusammenschneiden. Also ich habe immer was zu tun. Und das ist auch gut so. Also viel Spaß mit dem Video und wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao!
die einzige Blume weit und breit.